Erinnert ihr euch noch an den Moment, als ihr das erste Mal mit dem Thema Finanzen in Berührung gekommen seid? Also ich weiß es bei mir noch ganz genau. Das war das Börsenspiel und ich fand das ultra cool. Aber wie sieht es denn heute mit der Finanzbegeisterung bei den jungen Leuten aus? Na, heute muss ich nicht weit gehen, wir haben jede Menge Schülerinnen zu Besuch bei uns in der Bank. Wie denken die Jugendlichen über Finanzen? Was löst das Thema Finanzen bei Ihnen aus? Ich stelle keine bösen Fragen. Ja? Ich gebe euch jetzt einen Satz vor. Würdet ihr den bitte vollenden mit dem ersten Gedanken, den ihr habt? Okay. Denke ich an Finanzen, denke ich an Geld. Probleme. Denke ich an Finance, fühle ich Druck. Denke ich an Finanzen, fühle ich Stress. Trauer. Und manch eine bekommt schon beim Anblick eines Bankbarts pure Angst. Ich komm noch mal vorbei. Eine Antwort auf diese Frage bekommen die etwa 260 jungen Menschen heute von Profis aus der Bank, meinen Kolleginnen. Wie sicher ist eine Bank? Was ist ein Index? Was ist Inflation? Also ich sag mal, wir machen ein kleines Quiz-Time. Es gibt jede Menge Input. Ganz mein Wunsch, mehr Finanzbildung, auch an Schulen. Und bei mir steht jetzt Susanna, du machst das Projekt So geht Geld. Wie bist du denn das allererste Mal mit Finanzen in Berührung gekommen? Das allererste Mal in Kontakt mit dem Thema bin ich gekommen, tatsächlich in der Schule, bei einem Börsenspiel mit so 16 Jahren. Und ich fand es mega spannend zu sehen, wie Märkte funktionieren, wie Wirtschaft unser Leben beeinflusst. Und ich glaube, dass genau solche Erlebnisse wie bei mir damals den Zugang erleichtert und erkennbar macht bei den Schülern, dass es kein abstraktes Thema ist, sondern etwas, das sie direkt betrifft. Auch für solche unvorhergesehenen Rechnungen. Ja. Wie ist Einkommen strukturiert? Was macht die Schufa? Ist die Schufa für ganz Deutschland zuständig oder nur für Hessen? Nein, ist tatsächlich für ganz Deutschland zuständig. Es ist jetzt nicht nur... Welcher Börsenkurs wird hier angezeigt? Raten, welches Unternehmen hinter dem Chart steckt. Was sollen die Jugendlichen hier lernen? Die nehmen hoffentlich das Selbstvertrauen mit, sich dem Thema zu nähern, ohne Berührungsängste zu haben und zu wissen, hey, sie können es und es lohnt sich, damit zu beschäftigen. Wenn jetzt Finanzwissen und Finanzbildung in der Gesellschaft ankommen, wie sieht die denn dann aus? Kontinuierliches Vermitteln von Wissen, das ist wichtig. Über Workshops wie So geht Geld, im Unterricht, über die Schule, externe Bildungsformate, also außerschulische Bildungsformate. Es ist so ein, also das Ganze, das Große und Ganze. Es bedarf vieler Akteure, es bedarf vieler Formate, um Schüler zu erreichen. Und erreicht werden die Schülerinnen. Interesse scheint da zu sein. Aber wie sehen das eigentlich die Lehrerinnen? Und ich habe mir jetzt mal einen Lehrer gesucht, der seine Eindrücke hier vermittelt. Georg, du bist Lehrer am Taunus-Gymnasium in Königstein. Ich unterrichte Politik und Wirtschaft, wie auch Geschichte. Wie bist denn du zuallererst mit Finance in Berührung gekommen? Damals, Wirtschaftskrise 2008, während meines Studiums habe ich das ja mitverfolgt. Was haben deine Schülerinnen gesagt, als du mit der Idee gekommen bist? Hast du die zwingen müssen? Nee, also das war überhaupt kein Problem. Ja. Erstmal, Geld ist ein tolles Thema für die Schüler, interessiert die. Gerade in Richtung Verbraucher, Finanzbildung. Schüler, die haben ihr Handy, die sind ja auch teilweise geschäftsfähig und haben dann aber auch Schwierigkeiten, mit dem Geld umzugehen. Es gibt eine ganz hohe Jugendverschuldung, gerade über Handy-Apps etc. Und da ist es total sinnvoll, dass die Schüler im Grunde hier gerade im Grunde im Umgang mit Geld was lernen, was wir als Lehrer so nicht direkt leisten können. Finanzbildung ist halt eher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. So sehe ich das auch. Aber was bringt uns das, wenn wir uns insgesamt besser auskennen? Ganz klar, wer sich auskennt, trifft bessere Entscheidungen. Für sich, für die Familie, für die eigene Zukunft. Man fühlt sich sicherer, man fühlt sich wohler, man ist selbstbestimmter. Man kann besser auf Krisen reagieren. Finanzwissen schützt. Der Tag ist vorbei
Was habt ihr denn Schönes heute mitgenommen für euch? Also, wir haben auch viel mitgenommen. Es waren sehr coole Workshops. Ja? Was war das Schönste am Workshop? Ich würde sagen, dass wir so verschiedene Möglichkeiten so erzählt bekommen haben, wie man wie man so Geld anlegen kann. Beschäftigt ihr euch jetzt auch mal damit? Schaut euch das mal an. Also ich lege schon seit 1-2 Jahren einen Fonds an. Ja, super. Ja. Also ich habe realisiert, dass ich das langsamer machen sollte, weil ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Für die Jugendlichen war das heute ganz schön viel Input. Aber das gilt auch für uns alle. Von Finanzwissen und Finanzbildung kann man gar nicht genug bekommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare.